das Gefühl mittlerweile, dass ich mein eigenes Gehirn arbeiten höre. 45 Minuten im stillsten Raum der Welt machen dich verrückt. Es hat sogar eine verstörende Wirkung. Und zudem hat es laut der Presse noch niemand mehr als 45 Minuten in diesem schalltoten Raum ausgehalten. Ich glaube, das ist Quatsch. Genau deswegen werde ich in diesem Video versuchen, den Weltrekord zu brechen. Also bin ich extra für euch von München zur Medizinischen Hochschule Hannover gefahren, denn von diesen Räumen gibt es nur sehr, sehr wenige in ganz Deutschland. Es ist halt so, dass der Schall nicht reflektiert wird, sondern sich in den Keilen totläuft. Ja, ihr habt richtig gehört, tot. Denn der Raum ist quasi der Sensenmann für alle Geräusche. Hier mal ein Vergleich von einem Luftballon in freier Wildbahn. Bisschen aufgeregt, Leute. Jetzt geht's in den Raum des Todes. Wenn ihr euch fragt, warum zum F-Sternchen-K würde man sowas machen, naja, natürlich wegen Views. Sind wir mal ehrlich, wir sind alle mittlerweile konstant von Social Media abgelenkt und es ist für viele schon unangenehm, alleine in einem Raum in der Stille zu sitzen. Und damit ihr es nicht ausprobieren müsst, werde ich mich eine Stunde dieser Extremstille aussetzen, um zu schauen, was mit meinen Gedanken da oben passiert. Das Licht kann jetzt auch ausgemacht werden. Okay. Boah, ist das ein komisches Gefühl. Richtig komisch leise. Jeder Minute werde ich immer mehr meine Gedanken so wahrnehmen und hören. Ich würde hier keine 45 Minuten still drin sitzen wollen. Das ist übrigens Herr Dr. Henning Vogt, aka meine Person des Vertrauens. Denn er arbeitet regelmäßig in diesem schalltoten Raum, der eigentlich benutzt wird, um Hörimplantate zu verbessern. Doch bevor die Mission überhaupt richtig losgegangen ist, macht er mir Mut mit den Sätzen: Da ist dann so nach 5 Minuten eigentlich schon die unangenehme Phase erreicht. Wow, jetzt bin ich noch mehr motiviert, den Weltrekord zu brechen. Boah, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so eine Stille erlebt. Das ist dann schon so, dass man dann irgendwann sein Blut hören könnte und seinen Herzschlag einfach auch deutlicher wahrnimmt. Jetzt spüre ich jeden einzelnen Herzschlag. Man hört auf einmal seinen Schlucken so richtig extrem. Dazu ist jetzt hier noch so komplette Dunkelheit. Komische Stimmung. Da gehe ich von aus, dass das unangenehmer ist, im Dunkeln diese Stille zu haben. Nach 10 Minuten etwa war ich so confused, dass ich einfach nur noch in eine Ecke gestarrt habe. Und sogar irgendwann dachte ich, würde was in der Luft schweben sehen. Und tatsächlich war da ein kleines Batman-Mobil, was über meinen Kopf hinweggeschwommen. Ich würde alleine schon aus diesem Grund, dass ich Sorge hätte, dass ein Tinnitus sich manifestiert, wenn man ihn dann hier einfach im Stillen hört, da keinen Wettkampf draus machen wollen. Man muss auch irgendwie sagen, es hat echt friedliche Stimmung, wenn alles so still ist. Mal weg von der ganzen Lautstärke, den Hupen, den Straßenverkehr, den ganzen Handybenachrichtigungen. Mal ping, ping, ping. Man so komplett abgeschlossen von der Welt zu sein. Der Sound ist einfach direkt weg. Dieses Klatsch, was normalerweise nachschart, ist einfach so direkt weg mit dir. Boah, jetzt ist gerade mal, ich würde schätzen, so 5 oder 10 Minuten ist ja vergangen. Während ich mich versucht habe, mit weirden Beschäftigungen abzulenken, ist auf einmal meine Night Vision Kamera ausgefallen. Also musste ich ab sofort ein Handylicht anmachen, damit ihr mich mit der normalen Kamera sehen könnt. So langsam merke ich, dass diese Stille auf jeden Fall echt mich einnimmt. Oh, so langsam wird's weird. Ich würde Ihnen empfehlen, es nicht länger als eine halbe Stunde auszuprobieren, weil ich mir sicher bin, dass man dann schon den Punkt erreicht, dass es unangenehm ist und dass nichts ist, wo man sich quälen sollte, okay, weil man, gerade wenn es Richtung Tinnitus geht, eventuell sich was einfängt, was man nicht wieder los wird. Das ist das, was ich da immer als großes Risiko sehen würde. Ich meine, ich könnte mal ausprobieren, zu meditieren. Oh, Leute, man nimmt seinen Herzschlag so viel deutlicher wahr, wie als würde ich irgendwie den Herzschlag hören können. Das geht so bis hier. Man ist ja wirklich so komplett mit seinen Gedanken konfrontiert, komplett nur mit sich selber beschäftigt. Ich weiß nicht, kommt ihr zu dem Punkt, wo ihr einfach mal sitzt und einfach nur mit euch selber seid? Ich komme das erste Mal seit langem so einfach nur mit mir selber klar. Es ist auch irgendwie hart und anstrengend, was zu sagen. Man möchte irgendwie nichts sagen. Das Gefühl, es sind so 15 Minuten. Man überdenkt sein ganzes Leben. Hier mal zum Vergleich. In einem vollen Restaurant habt ihr die Lautstärke von bis zu 90 Dezibel. In einem Fußballstadion schon bis zu 120. Und wenn ihr zufälligerweise beim Start eines Düsenflugzeugs direkt daneben steht, habt ihr eine Lautstärke von bis zu 150 Dezibel. Dagegen im schalltoten Raum sind es -9. Geschmackssinn stärker geworden. Riechsinn ist auch stärker geworden. Tastsinn, ja, auch stärker geworden. Ah ja, so ein Geräusch habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Wir lassen's. Oh. Digga. Vollkommen Zeit verloren, ey. I'm going crazy. Bewegung ist, glaube ich, dann auch immer praktisch, dass man dann nicht irgendwie sich nur in die Ecke rollt. Das sollte dann auch einem helfen. Ja? Ja! Olarihiti!
Was war das? No joke, Leute. Ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Schatten war. Es ist keine riesige Spinne, aber es sah gerade so aus, als wäre es so ein riesiges Teil, was da in der Ecke war. Also ich glaube, dass es im Zweifelsfall hilft, wenn man anfängt mit sich selber zu reden, weil es dann nicht mehr leise ist, auch wenn man nicht viele Reflexionen hat. Hallo, du da oben. Hi, na, wie geht's dir? Ali, 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 Adio, BVB, du bist so schön. Ja, ja, genau du. Du, komm her. Ich hab dich gesehen, ha? Boxkampf, ja. Fabian Maurice Mozart. Wenn ich vorstellen darf, meine Sinfonie. Was habe ich für ein Lied gespielt? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich glaube, ich werde jetzt schon verrückt. Abonniert den Kanal. Achso, und übrigens eine kleine Werbung für meinen Kanal. Unter allen, die mir noch vor den 100.000 hier auf YouTube bzw. auf Instagram folgen, mir einen Screenshot per DM schicken, dass ihr mir auf beiden Accounts folgt. Unter all denen verlose ich mehrmals 100 Euro. Noch vor den 100.000 ist es gültig und dann habt ihr Chance auf 100 Euro. Könnt ihr immer in den Kommentaren schreiben. Hashtag before 100k. Wann würden Sie sagen, sollte ich mir selber Sorgen machen? Ja, auf jeden Fall, wenn man Sachen hört, die nicht da sind. Okay. Das Gefühl mittlerweile, dass ich mein eigenes Gehirn arbeiten höre. Hier so entlang. Keine Ahnung, so ein Geräusch. Das ist wie wenn ihr irgendwie so eine Muschel habt, dann hört ihr auch sozusagen, dass man sein Gehirn hört oder einfach Trommelfell, was da arbeitet. Ey, das fühlt sich hier mittlerweile an wie eine Ewigkeit, ne? Mittlerweile spüre ich mein rechtes Ohr. Es tut so ein bisschen weh. Ich glaube, der Professor hat gesagt, sobald ich irgendwas spüre, sollte ich rausgehen, wenn man sonst langfristige Schäden haben kann. Wenn man Sachen hört, die nicht da sind. Ich weiß nicht, ob ich jetzt deswegen rausgehen soll, weil ich hier rechts echt so ein bisschen was höre. Ich möchte den Weltrekord knacken, Leute. Es gibt für viele Sachen Weltrekorde, wo ich nicht versuchen würde, sie zu brechen. Da sind wir vielleicht dann einfach unterschiedlich aufgestellt. Ich habe mich dann nochmal komplett fokussiert, denn ich möchte diesen Rekord unbedingt brechen. Aber es wurde von Minute zu Minute immer schlimmer und ich wusste auch gar nicht mehr, wie lange ich überhaupt in diesem Raum bin. Denn eigentlich... Ich habe gesagt, nach einer Stunde, wenn ich die Stunde schaffen sollte, dann holen die mich hier raus. Aber bisher... Ich glaube, ich breche jetzt gerade ohne zu wissen den Guinness-Weltrekord ums 3, 4, 5, 6, 7, 8-fache. Boah, mein Kopf dröhnt mittlerweile. Ich wollte eigentlich nur den 45-Minuten-Weltrekord, den offiziellen Weltrekord brechen, aber einer von Sideman war noch länger dabei. Ich glaube, ich breche gerade seinen Rekord. I'm losing my mind. Wenn jetzt nicht gleich in den nächsten 10 Minuten irgendjemand kommt, dann wäre ich verrückt. Als ich dann schon angefangen habe, mich selber zu hauen und kurz davor aber eingeliefert zu werden, passierte dann das Unerwartete. Die Tür auf. Alter, wie lange bin ich jetzt hier drin? Digga, fast 2 Stunden schon, Alter. Wie lange genau? 1 Stunde und 48 Minuten. 48 Minuten? Ernsthaft jetzt? Ich dachte, ihr habt mich vergessen. Ich dachte, bei der Stunde kommt ihr rein. War kurz davor, hier diesen Notfall-Button zu drücken, aber damit haben wir auf jeden Fall den offiziellen Rekord von 45 Minuten gebrochen und den Weltrekord vom YouTuber Kalux, der bei 1 Stunde 30 ungefähr war, haben wir damit auch geschafft. Leute, der Rekord ist jetzt in Deutschland, ja, bei 1 Stunde 50. Wir haben es geschafft. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked gerne das Video, abonniert den Kanal für mehr solcher Challenges und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.